Ja, hi Leute, willkommen auf meinem Kanal M4 Live. Und wie ihr sehen könnt, bin ich wieder im Fünfer unterwegs. Und in dem Video heute geht es darum, um meine ganzen Autos, die ich damals hatte. Ich hatte ja sehr viele Autos gekauft, verkauft damals. Und das verlinke ich hier oben nochmal, hatte ich auch nochmal ein Video zugemacht. Das kommt soweit ganz gut an. Es freut mich auch immer, dass das so viele schauen. Und ich doch nicht alleine da draußen bin, der so viele Autos hatte und so bekloppt war. Allerdings ging das nicht immer positiv vonstatten. Ich hatte da auch ein paar Fälle gehabt, wo es nicht so toll war damals mit dem Kauf und Verkaufen. Und das wollte ich heute einfach mal erzählen. Es geht heute um den Fall, wo ich ein Auto gekauft habe, was dann nachher alles schiefgegangen ist. Und Rechtsanwalt war dabei, TÜV wurde betrogen und alles drum und dran. Und in dem Sinne viel Spaß mit dem Video jetzt. Schreibt einfach mal drunter, wie euch das Video gefallen hat. Ein Abo, freue mich auch super wie immer drüber. Und ich sag mal, los geht's. So, fangen wir doch einfach mal an. Also es war damals, ich habe gerade auch noch meine Unterlagen nachgeguckt, weil ich hatte nämlich noch alle Unterlagen dazu, zu dem Fall. Und ich habe auch sogar alles jetzt gerade eingescannt und werde das natürlich auch mal als Beweis dabei einblenden jetzt hier in dem Video, damit ihr nicht denkt, ich habe irgendwie was aus den Fingern gezogen oder so, weil das ist alles, was ich erzähle, ist wirklich so passiert und das ist auch einfach so gewesen. Also, würde mir nichts bringen, wenn ich jetzt irgendwie einen Schmarrn erzählen würde. Und wie gesagt, hat das jetzt alles eingescannt, die ganzen Sachen vom Anwalt, die ganzen TÜV-Berichte und so. Und also fangen wir jetzt erstmal an. Es war, hab ich geguckt, das war im September 2008 oder 2009. Scheiße. 2008 war das, glaube ich. Genau, 2008, September 2008. Und da hatte ich mir einen BMW angeschaut, einen 325 E36 Coupé. Leider mit Automatik. Und ihr wisst ja, damals in den 90er, die Automatikgetriebe waren eigentlich voll für den Arsch. Ich glaube, das war auch der einzige Wagen in der E36-Reihe mit Automatik, den ich mir mal gekauft habe. Das habe ich jetzt, wie gesagt, man muss es ja einmal testen, bevor man darüber urteilen kann. Und das hatte ich auch gemacht. Ich blende noch mal ein paar Bilder ein, um welchen Wagen es sich handelt. Und wie gesagt, hat er richtig geile Tiefentfelgen gehabt. War ein bisschen tiefer gelegt, ein bisschen sportlich. Und damals war ich ja jetzt auch noch jung und man will ja irgendwie immer laut, tief, hart, breit und so. Man muss auch mal da durch, oder? Man muss auch zugeben, war witzig, aber jetzt will ich mir sowas nicht mehr holen, natürlich nicht. Aber nichtsdestotrotz hätte das jetzt so nie laufen dürfen, wie es gelaufen ist in dem Fall. Ich habe, wie gesagt, der Händler kam aus Düsseldorf und da bin ich dann mit schon Kollegen hingefahren, habe mir den Wagen angeschaut, wie ich das immer so mache. Zu zweit sieht man eben mehr. Und der Patrick, liebe Grüße nochmal, der war dabei und er hatte mir damals schon gesagt, ja, wirklich so eine verbastelte Kiste eben halt und so Hinterhofhändler. Und ja, damit fing alles schon an, weil eigentlich, aber damals, wie gesagt, ich hatte auch nicht so viel Geld, mir so jetzt vom BMW anzukaufen oder so, ihr kennt das ja. Dann versucht man das dann immer irgendwie hinzukriegen, dass man Schnäppchen macht, aber auch vernünftig die Sachen sind. Ne? Und ich blende, wie gesagt, die Bilder von dem Wagen immer mal ein, mit den Tiefelfelgen und alles drum und dran. Also, es hatte optisch schon relativ guten Eindruck für mich damals. Ich war auch noch jung und, sag ich mal, nicht so erfahren. Da hat man das einfach gesagt, ja, coole Felgen reichen, Auspuff reicht, tiefer gelegt, ja, was willst du mehr? Oder? Das war so damals die Devise. Und dann hatte ich mir den gekauft. Und der Händler hatte dann auch nochmal komplett neue TÜV gemacht bei dem Wagen, alles drum und dran, so dass ich auf der sicheren Seite war. Da dachte ich mir, kann ja nichts schief gehen, weil diese optischen Sachen, die ich glaube eine Felge, ich glaube die Felgen waren soweit in Ordnung, nur ein Reifen war, glaube ich, kaputt und dann muss ich nur einen Reifen kaufen, also 2 Reifen muss ich kaufen. Da habe ich gesagt, ja komm, das mache ich selber, das ist ja kein Thema, Reifen kaufen, ist ja nichts Wildes, wo du jetzt viel Geld reinstecken musst. Und ich habe so auf alles immer so geachtet, so. Es war nur optische Mängel und vielleicht, keine Ahnung, was Seitenschweller vielleicht austauschen oder so, oder ein bisschen Rost oder so. Keine Ahnung, man darf ja nicht so viel erwarten. Der Wagen hatte damals 3.200 € gekostet, habe ich jetzt gerade auch nochmal nachgeschaut. Und ja, das ist jetzt kein perfekter Wagen, wo alles tippitoppi ist, die ich so haben wollte eben halt. Und dann muss man natürlich Abstriche machen. Den habe ich dann natürlich auch gemacht und dachte ich mir, komm, machst du nach und nach ein bisschen fertig wieder und bereitest den auf. Ja, und da fing dann alles so an, weil nachdem ich den gekauft habe, den Wagen, bin ich dann auch zum Kollegen gefahren, zur Werkstatt. Ich glaube 2-3 Wochen später. Und der hat den auf die Bühne mal gehoben. Ich habe gesagt, ja, guck einfach mal drunter, ob das wirklich alles in Ordnung ist. Habe mir auch nichts bei gedacht, weil TÜV war ja ganz nagelneu an dem Tag gemacht worden.
Und ja, und dann kam nachher heraus, ich blende das hier nochmal ein, ich war einmal bei Pitstop, habe mir das nochmal auf die Bühne gehoben und dann war ich dann auch noch beim TÜV selber. Weil ich wollte noch ganz Nummer sicher gehen, also 2 Meinungen reinholen. Und ich blende das gleich nochmal ein, den TÜV-Bericht. Das war eine ganze Seite voller Mängel. Klar werdet ihr jetzt auch sagen, der TÜV schreibt da auch viele Sachen drauf, die vielleicht nicht so schlimm sind. Aber die müssen natürlich alles auflisten, was sie gefunden haben. Ist auch klar, deswegen ist es jetzt auch so viel geworden. Aber was ich ganz schlimm fand, was die nachher gesehen haben, dass die Federbeine waren hinten total gebrochen. Und ich bin mit dem Wagen über 200 auf der Autobahn gedüst. Und wenn ich mir überlege, dass so sicherheitsrelevante Mängel da drin sind und ich hätte, was weiß ich, mir hätte alles passieren können. Weil ich hätte von der Autobahn abfliegen können, keine Ahnung, als ein Marsch wäre tot, wäre alles im schlimmsten Fall passieren können. Und das fand ich dann einfach die Härte, wo ich mich so aufgeregt habe, dass es sowas noch gibt. Also im Endeffekt alles, was da an Fehlern waren, hatte ich den Verkäufer sofort kontaktiert, habe ich gesagt, ey, da ist alles im Arsch und du hast den TÜV neu gemacht, wie kann das sein und so. Der wollte davon gar nichts wissen. Ja, wollte gar nichts wissen. Und im Endeffekt bin ich dann einfach zum Anwalt gegangen. Ja. Und das war gut, dass ich damals so eine Verkehrsrechtsschutz hatte, die zahlt auch, wenn du jetzt Autos kaufst und verkaufst. Und ja, da bin ich dann quasi mit dem Rechtsanwalt vorgegangen, habe den dann den Verkäufer nachher ja, so mehr oder weniger verklagt. Zum Gerichtstermin kam es nicht, also es war kurz davor, weil ich habe nachher mit meinem Anwalt zusammen die TÜV-Firma, die den TÜV-Bericht quasi neu gemacht hat für meinen Wagen, die haben wir nachher angeschrieben und haben dann gesagt, also wie kann das sein, das ist einfach Betrug und ja, dass wir das dann quasi öffentlich machen. Und das war so, wirklich, das hat 3 Monate gedauert, hin und her zu schreiben die ganze Zeit. Der Verkäufer wollte nichts davon wissen, bis wir nachher die TÜV-Firma angeschrieben hatten. Und ja, dann hat sich nachher ich weiß nicht, ob der Geschäftsführer oder der Leiter der Stelle da, der Filiale, hat uns dann angeschrieben und meinen Anwalt angeschrieben und mich auch angeschrieben. Ich zeige euch das hier auch nochmal. Und da hat er reingeschrieben, er hat sich 1000-mal entschuldigt und hat auch reingeschrieben, ja, es ist ein großer Fehler dem TÜV-Prüfer irgendwie unterlaufen. Und es hätte gar nicht sein dürfen, dass er den TÜV gekriegt hätte, der Wagen. Dann dachte ich mir, es geht doch gar nicht. Die haben einfach einen Stempel drauf gemacht und der Wagen war total im Arsch und sowas verkaufen die Leute dann an dich. Und ich war so sauer und einfach, ja, habe mich so aufgeregt, dass es sowas noch gibt. Weil eigentlich denkst du so, ja, TÜV neu, da kann nichts passieren. Ne? Aber es ist immer noch so, ich weiß nicht, wie es heute ist, heute wird es auch noch so sein, dass viele das immer noch schwarz drauf machen. Hier mit neuem TÜV verkauft es natürlich besser, als wenn er kein TÜV mehr hätte. Und ja, dann habe ich, nachdem ich diese Bestätigung von der TÜV-Stelle bekommen habe, dass es denen leid tut, die haben wohl den Prüfer, ich weiß nicht, ob sie den entlassen haben, aber die haben den erstmal richtig eine Ansage gemacht und deswegen hat der Verkäufer mich dann angerufen, dass er den Wagen doch nach 3 Monaten zurücknimmt, wo er den eigentlich nie zurücknehmen wollte. Ja. Das heißt quasi der TÜV-Prüfer, der als Geschmierter die ganzen Sachen hat, den Verkäufer dann angerufen und hat gesagt, Alter, mach das, sonst fliegt das alles auf, ich verliere meinen Job und du kriegst ja dann nie wieder einen Job, glaube ich, wenn du da als TÜV-Prüfer so einen Scheiß machst. Ja, und so weit muss es gehen und hätte ich jetzt keine Rechtsschutzversicherung gehabt, ich wäre im Arsch gewesen. Ich bin nachher dann hingefahren und mit Zeugen natürlich auch, Patrick war dabei, ich habe das auch alles schriftlich geben lassen, dass er mein Zeuge war und dass er das auch gesehen hat, dass wir den Wagen zurückgebracht haben und ich habe jetzt leider nicht die 3.200 € zurückbekommen, sondern nur 2.800. Weil ich bin ja 3 Monate mitgefahren und bla 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 und irgendwie Abnutzung und so und ja, ich weiß nicht, das war mir nachher auch egal, ich hatte ja keinen Bock jetzt nochmal hinterher zu laufen und ich war froh, dass ich den Wagen zurückgeben könnte, also sonst, sag ich mal, ohne meinen Anwalt, das wäre nie passiert, weil wenn du dahin schreibst als kleiner Typ, dass du den Wagen zurückgeben willst und dass du hier, was weiß ich, das bringt meistens nichts, also da hast du nicht so viel Erfolg. Und ja, war ich echt froh, dass ich beim Anwalt war. Und ich war auch bei einer riesen Kanzlei, habe ich mir rausgesucht in Dortmund, die wirklich alles abdeckt war. Und die wirklich Erfahrung da drin hatten. Und das sieht dann natürlich immer sehr, sehr geil aus, wenn ein Anwalt dich anschreibt. Finde ich so, wo wirklich ganz viele Anwälte drin sitzen. Also so eine ganze Kanzlei eben halt. Ich glaube mit 15 oder 20 Anwälten oder so. Ja, aber wie gesagt, hätte ich keine Rechtsschutzversicherung gehabt, ja, dann hätte ich den Wagen nicht zurückgeben können. Ich hätte den, ja, vielleicht, weiß nicht, wie viel Geld ich da reingesteckt hätte für die ganzen Mängel, die ich da beseitigen müsste.
Und er hat total Verlust gemacht. Ich habe also auch Verlust gemacht, auch weil, klar, Rechtsschutzversicherung hast du 150 € Selbstbeteiligung. Kannst natürlich auch rausnehmen, hatte ich aber damals nicht, hatte ich noch drin. Und es waren, glaube ich, noch knapp über 600 €, die mir dann flöten gegangen sind. Und ja, das war echt eine krasse Scheiße damals, die da abgelaufen ist. Und ich hätte nie gedacht, dass mir das mal selber passieren würde. Aber deswegen kommt so der Ruf auch von den Hinterhofhändlern, ehrlich, ohne Scheiß. Ich würde nie alle über einen Kamm scheren, aber das war eben halt so einer. Und wenn man dann so überlegt, ja, da stand jetzt so ein alter Dreier, den ich gekauft habe, und der hatte dann Porsche stehen, keine Ahnung, ganz dicke Porsche-Autos hat er stehen, große dicke BMWs und so. Und dann den kleinen E36 dazwischen eben halt, passte nicht wirklich. Aber dann denkst du, ja gut, wenn er solche Autos hat, wird schon alles passen. Vor allen Dingen, wenn TÜV neu ist. So, dann machst du ja keinen Kopf eigentlich. Ja, und das war echt scheiße. Bin froh, dass ich dann noch rausgekommen bin. Und das war so meine Story. Die wollte ich euch ja erzählen, als ich hier dieses Video gemacht habe mit meinen ganzen Autos. Das hatte ich ja erwähnt, als das Bild von dem Auto reingeblendet worden ist. Und das habe ich jetzt damit getan. Und mich würde es einfach mal draußen interessieren, ob ihr auch schon mal sowas erlebt habt. Ob schon mal, ja, wie gesagt, ob der TÜV-Bericht oder die TÜV-Plakette einfach so bekommen hat, ohne dass man, ja, einfach so gefälscht, eben halt Betrug, so TÜV-Betrug, ob ihr das auch schon mal erlebt habt oder was Ähnliches. Das würde mich mal interessieren, ob ich jetzt alleine da draußen bin, der sowas erfahren hat, oder ob es jetzt vielleicht weniger geworden ist, vielleicht weil es nicht mehr so viele alte Autos gibt, keine Ahnung, aber da bin ich jetzt nicht so im Thema drin, wie es bei den anderen Leuten ist. Aber deswegen mache ich dieses Video, weil ich hier gerne immer von euch da draußen hören möchte. Nein, du bist nicht alleine, wir haben sowas auch erlebt und dann diskutieren wir drunter und schreiben drunter und wollte ich euch nur damit mal die Augen öffnen, dass ihr, wenn ihr ein Auto kauft und das jetzt auch nicht so teuer ist oder ja, nicht in so einem guten Zustand, ihr es trotzdem kauft und so und dass ein neuer TÜV-Bericht und TÜV-Siegel, dass das echt nicht viel wert ist. Ne? Deswegen, wenn ich jetzt mal ein Auto kaufe oder so, klar, beim BMW-Händler und so, dann wird das sowas nie, glaube ich, nie passieren. Aber wenn du jetzt einen gebrauchten Wagen von Privat oder von einem anderen Händler, so einen Kieshändler holen würdest, dann würde ich damit immer sofort bei der Probefahrt auf die Bühne fahren. Direkt auf der Probefahrt. Dann kannst du es, glaube ich, so ausschließen. Außer du fährst jetzt zum TÜV-Prüfer aus Versehen, der dich sowieso verarscht hat, der mit dem zusammenarbeitet. Dann hast du die ganze Arschkarte gezogen, aber ich hoffe es mal nicht. Ja, das soll es jetzt auch gewesen sein von meinem kleinen Exkurs von damals. Und ich habe noch ein paar andere Sachen erlebt und wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt das einfach mal drunter. Da würde ich nochmal so ein bisschen plaudern, was ich alles damals erlebt habe mit den Käufen und Verkäufen und was dabei war. Und ja, was dabei alles passiert ist. Das ist immer ganz witzig, wenn ich jetzt so meinen Ordner, ich habe so einen dicken Ordner mit den ganzen Kaufverträgen und den ganzen Unterlagen und das habe ich gerade nochmal durchgeschaut und ja, was da alles so hochkommt von früher, das ist immer ganz interessant. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel gequatscht. Freue mich über einen Like-Kommentar auch und wie gesagt, eure Meinung ist super, super gern gesehen drunter. Dann können wir auch nochmal schreiben, wie es bei euch war und was ihr gemacht habt. Seid ihr auch zum Anwalt gegangen oder habt euch anders geholfen? Würde mich interessieren. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, Leute. Es geht jetzt bald auf die Weihnachtszeit drauf zu und heute ist Nikolaus. Frohe Nikolaus auch nochmal an euch alle da draußen. Ich hoffe, ihr habt schon mal so ein bisschen Weihnachtsfeeling, auch wenn das Wetter jetzt bei uns hier ein bisschen regnerisch ist. Und in dem Sinne wünsche ich euch schon mal eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende. Alles klar, bis dann, haut rein. Ciao, ciao. I've lost you, but I need you, and you're off my radar now.